Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute noch mal ein bisschen an der Hinterachse vom Opel. Im letzten Video, das war leider schon abgedreht, da hatte ich euch hereingeschnitten, dass ich den Verstellteller für die hintere Feder falsch rum eingebaut habe. Ich hatte ja damals TH Technics nicht erreicht. Einen Tag später habe ich es dann geschafft, TH Technics zu erreichen und ja, die Information bekommen, dass der Verstellteller nach unten muss, nicht nach oben. Hat es dann auch tatsächlich jetzt bei der Höheneinstellung deutlich einfacher gemacht, denn hier unten kommt man relativ gut hin. Außerdem konnte ich jetzt hier oben auch wieder den Gummipuffer verbauen. Das heißt, wir haben lediglich hier unten Metall auf Metall. Dort habe ich den Gummipuffer nicht mehr verwenden können. Das steht so in dem Gutachten drin und das hat man mir auch gesagt, dass ich den nicht verwenden kann. Der passt auch von der Innendicke. Also sprich hier dieses Frästeil in der Mitte hat einen engeren Durchmesser oder einen kleineren Durchmesser als der Durchmesser von diesem Gummiteil. Deswegen, das hätte halt nicht gepasst. Deswegen hier unten jetzt kein Gummipuffer, dafür aber oben. Ja, wie sich das dann nachher im Fahren verhält, wie gesagt, muss ich abwarten. Ihr seht ja jetzt, die Feder ist schon sehr stark komprimiert und hier ist das Rad ja komplett entlastet, beziehungsweise die Achse. Und wenn er nachher eingefedert ist, dann ist gerade dieser mittlere Bereich, also ich hätte gesagt, der liegt schon fast auf und lediglich hier oben hat man noch ein bisschen und hier unten ein bisschen Federweg. Es sieht mir irgendwie nicht so geil aus, aber gut, so ist es jetzt. Einstellbereich, das hatte ich ja letztes Mal auch erwähnt, das reiche ich jetzt noch nach. Da ist es so, von dem Einstellblock hier unten, also sprich Unterkante, so steht es zumindest in dem Gutachten, bis Unterkante Auflage Federteller haben wir einen Einstellbereich von 20 bis 40 mm. Ich habe jetzt hier 34 mm auf beiden Seiten eingestellt. Mal gucken, wie sich das dann nachher auswirkt, wenn ich das Fahrzeug wieder ablasse. Das, wie gesagt, als nachträgliche Information. Und jetzt zeige ich euch noch, wo ihr das in dem Gutachten findet, also die Information mit der Einstellhöhe. Und das ist jetzt das Gutachten und hier haben wir verschiedene Verwendungsbereiche aufgeführt für die einzelnen Achsen. Und hier unten haben wir dann Verwendungsbereich Achse 1. Das schauen wir uns dann nochmal im Detail an, wenn wir die Vorderachse einstellen. Da haben wir 175 bis 205 mm. Und das Entscheidende jetzt für die Achse 2, das ist die Hinterachse, ist dann eben hier der Einstellbereich 20 bis 45 mm. Da gilt dann eben die Bezugsgröße für diesen Einstellwert Federauflage bis Auflage Gewindehülse. Also das, was ich euch eben gezeigt habe, die Unterkante der Dämpferaufnahme oder beziehungsweise die Unterkante dieses Verstelltellers bis zur Unterkante des Verstelltellers, wo die Feder aufliegt. Also ich zeige es euch nochmal. So, also wenn wir das jetzt, zumindest habe ich so interpretiert, vielleicht interpretiere ich es auch falsch, aber das wird mir dann der TÜV sagen. Ich habe es jetzt so interpretiert, die Unterkante von diesem Frästeil bis zu der Oberkante, wo die Feder aufliegt, also ja, von hier nach dort unten, da haben wir den Einstellbereich 20 bis 40 mm. Ich habe jetzt wie gesagt 34 eingestellt, zum einen, weil ich nicht komplett ans Maximum gehen möchte, zum anderen, für den Fall, dass ich das falsch interpretiere, habe ich noch ein paar Millimeter Spielraum, wo dann hoffentlich der TÜV das noch abnimmt. Ansonsten habe ich einfach darauf geachtet, dass die entsprechende Kennzeichennummer oder Kennzeichnungsnummer der Feder sichtbar ist auf beiden Seiten und eben auch wieder darauf geachtet beim Verbauen, dass die Öffnung in Richtung Fahrzeugheck zeigt, also parallel zur Fahrtrichtung. Das stand ja in meinem Reparaturleitfaden. So, somit war es das mit den Informationen, die ich noch nachreichen wollte vom letzten Video. Wie gesagt, ich habe das jetzt auf 34 mm Abstand eingestellt, Unterkante bis Oberkante. Und ja, werde jetzt mich dem Thema widmen, worum es in dem Video eigentlich gehen sollte. Und zwar haben wir hier hinten auch noch mal solche, ich weiß nicht, wie man das nennt, Pendelstützen oder irgend sowas. Das zeige ich euch jetzt mal. Ich habe das neu gekauft und die möchte ich auch noch wechseln, weil die relativ verrostet sind. Und ich denke, wenn ich jetzt hier schon dran bin, dann mache ich das eben entsprechend mit. So, und das ist das Ding, um das es jetzt eigentlich gehen soll. Davon habe ich 2 bestellt. Ich zeige euch jetzt, wie man das verbaut. Das müsst ihr rechts und links verbauen. Laut meinen Informationen sind die identisch. Erinnert auch wieder so ein bisschen an so einen Spurstangenkopf oder irgendwas oder Koppelstangenkopf. Wir haben hier hinten also ein bewegliches Teil und auf der anderen Seite ein festes Teil. Ich packe das gleich noch aus. Und das ist jetzt das, was ich verbauen werde. Dafür baue ich das Teil, was verbaut ist, aus.
prüfe dann die Länge, stelle beide gleich von der Länge ein und baue das neue Teil wieder ein. Das Auto muss ja, wenn ich dann über dem TÜV drüber bin, sowieso nochmal zur Vermessung, aber indem ich jetzt die Längen angleiche, haben wir zumindest so einen groben Wert, wo das Auto nicht komplett komisch fahren sollte. Ist zumindest mal meine Idee, wird sich dann alles bei der ersten Fahrt zeigen. Jetzt, wie gesagt, packe ich das mal aus und dann zeige ich euch das Teil unten am Fahrzeug, was eben jetzt ersetzt wird. Wie gesagt, es ist links und rechts. Ich zeige euch jetzt heute einfach mal beispielhaft an der Beifahrerseite, wie das geht. Und ja, wenn es dann im nächsten Video an die Bremsanlage von der Hinterachse geht, da kann ich euch dann auch nochmal einen Überblick geben. Denn ich habe 2 bestellt, aber es ist 1 gekommen. Das heißt, ich kann jetzt heute nur 1 verbauen. Das andere verbaue ich dann wann anders und zeige euch halt im nächsten Video, wie dann beide verbaut sind. Dann wären wir theoretisch mit den Fahrzeugteilen an der Hinterachse fast fertig. Vielleicht noch den einen oder anderen Gummi, den ich dann irgendwann tauschen würde. So, ich habe es jetzt nochmal ausgepackt, damit ihr es auch nochmal ausgepackt seht. Wie gesagt, hier hinten ein festes Teil. Das kommt in Richtung Fahrzeugfront und dieses bewegliche Teil kommt in Richtung Fahrzeugheck. Und jetzt schauen wir uns das einmal unten am Fahrzeug an. Dann packe ich euch in den Zeitraffer, wie wir das ausbauen. Ich stelle die Länge außerhalb ein und verbaue das neue Teil. So, wir sind wieder an der Hinterachse. Wir sehen hier den Stoßdämpfer und direkt nebendran haben wir eben jetzt hier diese, ich nenne es jetzt mal Pendelstütze, ich glaube, das heißt auch so. Und die geht eben hier rüber bis hinter ja, die Halterung von der Niveauregulierung. Da ist das Ganze dann verschraubt. Das heißt, wir haben also 2 Verschraubpunkte, die wir jetzt lösen müssen. Dann sehen wir ja schon, die ist auf deutlich mehr Abstand eingestellt als die Stange oder Pendelstütze, die ich jetzt neu gekauft habe. Und dann, wenn ich sie ausgebaut habe, machen wir sie auf die gleiche Länge und bauen das neue Teil wieder ein. So, das hat jetzt ein bisschen gedauert, das da rauszuholen, denn ich habe jetzt auf der Beifahrerseite das gemacht und dort ist ja noch dieser Niveausensor und der war natürlich im Weg. Ich kam mit dem Werkzeug nicht richtig ran, deswegen musste ich den auch noch lösen, habt ihr ja gesehen. Zum Glück ist es Zeitraffer, dann geht das ein bisschen schneller für euch. Ich habe jetzt off-camera schon mal die Längen angeglichen, also sprich, dass die neue Pendelstütze, ja, sage ich mal, optisch so eingestellt ist wie die alte. Das ist natürlich nicht 1000%, aber wie gesagt, muss ja dann eh noch zur Fahrwerksvermessung. Für das erste sollte es reichen. Und jetzt packe ich euch wieder in den Zeitraffer und ich baue die neue Pendelstütze ein, befestige sie an den beiden Punkten, verschraube wieder den Niveausensor
und dann lassen wir das Fahrzeug entsprechend ab. Ich ziehe wieder alle Schrauben fest, aber da gehen wir dann gleich nochmal drauf ein. Wie gesagt, jetzt erst nochmal Zeitraffer für euch. Von der Einstellung vielleicht noch als Hinweis, falls das jemand noch nicht gemacht hat, dann nehmt ihr sozusagen, also ihr dreht hier, könnt ihr das nachher verriegeln an den beiden Muttern, dass sich das nicht weiter verdreht, und zum Raus- und Reindrehen haltet ihr hier außen fest und hier innen und dann dreht ihr eben entsprechend auf, einmal von der längeren Seite und einmal von der kürzeren Seite. Wenn ihr einmal diesen initialen Moment überwunden habt, also einmal hier mit einem Schlüssel und dort mit einem Schlüssel angehalten habt und einmal diesen Losbrechmoment hattet, dann könnt ihr es danach mit der Hand einstellen von der Länge. Und wie gesagt, wenn die Länge dann für euch passt, dann haltet ihr hier und hier mit dem Schlüssel gegen und verriegelt das Ganze, sodass sich das nicht mehr verdreht. Und wie gesagt, habe jetzt einfach mal die Längen angeglichen. Für euch geht es jetzt wieder in den Zeitraffer. So, den Zusammenbau habe ich jetzt nicht mehr mitgefilmt. Ihr kennt ja einen Großteil schon aus dem ersten Video. Das Einzige, was jetzt dieses Mal neu war, dass eben auch hier diese Steuereinheit, der Kontrollblock, den musste ich eben mit den 2 Schrauben lösen, habt ihr gesehen, damit ich da besser an die Pendelstütze rankomme. Beim Zusammenbauen einfach, wie gesagt, wieder die 2 Schrauben ranmachen, das ist ja kein Hexenwerk. Die Pendelstütze habe ich jetzt oben verschraubt, genauso auch hier unten. Habe ich euch jetzt auch nicht gezeigt, ist aber, ihr habt ja den Ausbau gesehen, genauso baut ihr es wieder ein. Das Fahrzeug muss ja dann zum Vermessen, um das alles richtig einzustellen mit Spur und Sturz. Ich habe jetzt hier auch die Koppelstangen wieder verbunden, die oben zum Stabilisator gehen. Die Niveauregulierung ist hier wieder angeschlossen. Das ist jetzt überhaupt nicht fest, das ist noch lose, wie bei dem ersten Video, wo ich euch das einmal schon mal gezeigt habe. Mache ich es jetzt auch wieder so, ich mache die Räder dran, ich lasse ihn ab auf meine Schaumstoffunterlagen, dass ich hier unten ein bisschen Platz habe. Dann ziehe ich sozusagen, wenn das dann in der Normalposition ist, das Fahrzeug, dann ziehe ich hier die Koppelstangen fest und ich ziehe hier am Stoßdämpfer die Schraube fest. Die habe ich jetzt auch noch nicht festgemacht. Die bekommt im ersten Video, ich verlinke es euch oben nochmal, habe ich das ja auch gesagt, 110 Newtonmeter. Bei den Koppelstangen, da habe ich keine Drehmomentangabe gefunden. Da mache ich einfach entsprechend fest, also sprich handfest. Wenn ich merke, Widerstand ist da, dann lasse ich es gut sein. Und genauso habe ich es auch oben bei der Pendelstütze gemacht. Da habe ich halt einfach festgezogen, so fest wie es halt bei mir ging. Und dann sollte das passen. Und wenn nicht, wie gesagt, kommt das Fahrzeug ja eh nochmal zum Vermessen. Da müssen Sie die Schrauben so oder so nochmal nachziehen. Ansonsten sieht das jetzt hier schon mal ganz gut aus. Wie gesagt, ich lasse das Fahrzeug jetzt ab, ziehe alles fest und dann filme ich euch nochmal hier unten in Richtung Feder. Denn ihr seht jetzt, die ist schon sehr komprimiert. Und wenn ich das Fahrzeug dann ablasse, ist sie noch mehr komprimiert. Also da bin ich sehr skeptisch, ob das im Fahrbetrieb funktioniert oder nicht. Aber das wird sich dann eben zeigen. Wie gesagt, ich lasse das Fahrzeug ab, mache die Räder ran, ziehe das fest. Und dann schauen wir uns das nochmal an, wie sehr die Feder komprimiert ist. Die zweite Koppelstange, die habe ich euch jetzt nicht gezeigt. Hier drüben ist noch die alte Koppelstange verbaut. Liegt einfach daran, ich hatte 2 bestellt, es ist erstmal nur eine gekommen. Aber das Prinzip ist auf der anderen Seite das gleiche, sogar ein bisschen einfacher, weil man da eben den Sensor für die Niveauregulierung nicht hat. So, ich habe jetzt wieder alles festgezogen, nachdem ich ihn hier auf meine Pads gestellt habe. Interessanterweise ist es jetzt so, dass er auf der Beifahrerseite ein bisschen höher ist. Ich denke, man sieht das jetzt auch, obwohl also die Einstellteller aufs gleiche Maß eingestellt habe. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht an der Pendelstütze liegt, die ich da verbaut habe. Vielleicht habe ich sie doch minimal länger gedreht als auf der
anderen Seite oder als sie vorher war, weil, wie gesagt, der Einstellteller ist identisch. Und wenn wir hier drüben schauen, ich mache mal ein bisschen Licht, dann sehen wir schon, dass wir hier tiefer sind. Wie gesagt, also die Tellerhöhe ist jetzt identisch auf beiden Seiten, was mich ein bisschen irritiert. Aber ja, wie gesagt, ich muss ihn ja dann eh nochmal zur Fahrwerksvermessung geben. Da kann man ja dann zur Not auch die Federn nochmal ein bisschen nachstellen. Beziehungsweise wenn dann die andere Pendelstütze da ist, vielleicht erledigt sich es dann auch. Vielleicht liegt es wirklich einfach nur an der neueren Pendelstütze auf der anderen Seite. Oder was natürlich auch sein kann, dass diese Schaumstoffauflagen jetzt nicht genau 100%ig das Gewicht gleich verteilen. Ich messe das gleich nochmal, wenn er ganz abgelassen ist. Aber jetzt schauen wir erstmal nochmal drunter mit der Thematik und der Federkompression. So, unterm Auto ist jetzt natürlich wenig Platz, weil er, wie gesagt, komplett abgelassen ist. Festgezogen habe ich alles. Hier, wie gesagt, die 110 Newtonmeter. Die Pendelstütze ist auch fest. Allerdings habe ich da auch keine Drehmomentwerte gefunden. Das heißt, ich habe jetzt mal einfach festgezogen. Ja, bei der Fahrwerksvermessung werde ich nochmal darauf hinweisen, dass Sie bitte alle entsprechenden Schrauben nochmal nachziehen, also Pendelstütze und eben auch nochmal kontrollieren mit Spur und Sturz natürlich beim Vermessen, ob da vielleicht ich, wie gesagt, jetzt beim Umbau der Pendelstütze irgendwie doch das falsche Maß genommen habe. Ist ja nur Pi mal Daumen, ne? Aber worum es mir eigentlich geht, ist die Federkomprimierung da oben. Ihr seht das, da ist nicht mehr viel Platz zwischen den einzelnen Windungen. Ich versuche mal, ob ich das euch noch ein bisschen besser eingefangen bekomme. Ich komme da eigentlich nicht hin, aber vielleicht kann ich die Kamera ja hinhalten. Jetzt seht ihr das deutlich besser als ich. Und die ist schon sehr stark komprimiert. Und ich bin gar nicht an das Maximalmaß gegangen. Ich habe ja 34 mm eingestellt und der Einstellbereich ist ja 20 bis 40. Ich bin sehr gespannt, wie sich das dann anhört und anfühlt auf der ersten Fahrt. Auf jeden Fall bin ich jetzt mit den entsprechenden Arbeiten an der Hinterachse für das Fahrwerk erstmal durch. Im nächsten Video geht es dann entweder an der Vorderachse weiter oder wir widmen uns erst nochmal an der Hinterachse um die Bremsanlage. Da habe ich jetzt neue Bremssattel bestellt. Scheiben hatte ich schon und habe auch nochmal von diesen Bremsleitungen bestellt, neu, weil ich mir da auch nicht sicher war, wie gut die sind. Wie gesagt, entweder geht es dann Fahrwerk an der Vorderachse weiter oder eben Bremsanlage an der Hinterachse. Mal schauen, worauf ich dann als nächstes am meisten Lust habe. Fahrwerk ist immer so eine Sache, weil ich halt keine Bühne habe, wo ich rauffahren kann, ist immer ein bisschen eklig mit dem Einstellen. Ansonsten könnte ich theoretisch natürlich auch selber einstellen, aber so ist halt echt nervig und da brauche ich immer jemand. So, jetzt fahre ich ihn nochmal hoch, nehme nochmal die Schaumstoffpads ab, stelle ihn nochmal normal auf die Räder und dann gucken wir nochmal, ob sich von der Verteilung der Höhe nochmal ein bisschen ändert. So, und es hat tatsächlich was geholfen, diese Schaumstoffpads wegzunehmen. Ich habe jetzt nochmal gemessen. Ich denke, man kann es jetzt auch optisch erkennen. Wir haben jetzt auf der Beifahrerseite 34,5 cm von der Radmitte bis zur Unterkante des Kotflügels. Wir erinnern uns mit der Einstellung, die ich davor hatte, also im ersten Video, was ich euch ja verlinkt habe vorher mal, da war ich bei 34 cm. Das heißt, wir haben jetzt nochmal 0,5 cm gewonnen im Vergleich zu der vorherigen Einstellung. Jetzt finde ich es eigentlich echt okay. Ne? Jetzt haben wir hier oben, sehen wir das Rad und das Rad versinkt nicht im Radkasten. So finde ich das schön. Und wie gesagt, dadurch, dass jetzt diese Schaumstoffpads hier unten weg sind, hat sich auch die Problematik auf der Fahrerseite geändert. Denn dort steht es jetzt genauso auch 34,5 cm. Zeige ich euch mal. So, jetzt sind wir hier auf der Fahrerseite und wenn wir hier in eine ähnliche Position gehen, dann haben wir hier, sehen wir das jetzt auch, dass eben hier das Rad nicht im Radkasten versinkt. Da ist jetzt leider ein Schatten vom Licht, da solltet ihr euch nicht täuschen lassen. Der Reifen hört ungefähr hier auf, ja? Und das heißt, da haben wir noch Platz bis zur Unterkante des Rathauses und ich habe gemessen, es sind hier von der Radmitte zur Unterkante Kotflügel auch genau die 34,5 cm. Also hat es nichts mit der Pendelstütze zu tun, sondern lag lediglich an diesen Schaumstoffpads. Die sind eh nicht so geil. Ich brauche irgendwas, was das Auto noch höher bringt, damit ich da unten auch dann nachher besser rankomme. Da muss ich mich mal schlau machen oder mir vielleicht irgendwas bauen, so kleine Unterstellböcke oder irgendwas, damit ich das Auto, wie gesagt, ein bisschen hoch bekomme, um bei so Fahrwerksarbeiten das entsprechend einzustellen. Und wenn wir jetzt mal die Gesamtsilhouette sehen, finde ich, sieht das wirklich gut aus. Er ist jetzt hinten tatsächlich ein bisschen höher als vorne.
steht ihm aber auch. Also ich finde diese Keilform nicht schlecht. Jetzt habe ich aber natürlich vorne das Fahrwerk noch nicht verbaut. Da wird sich dann zeigen, ob ich das ja entweder dann gerade einstelle oder auch so ein bisschen keilförmig. Ich finde das keilförmig ja eigentlich ganz schön. Ja, mal gucken. Wie gesagt, entweder nächstes Video Vorderachse Fahrwerk oder aber nochmal Hinterachse, dann mit Bremse. Je nachdem, wie ich Lust habe. Würde mich freuen, wenn ihr auch wieder einschaltet. Bis dahin euch eine gute Zeit und ciao.